Und hier sind sie, die Zahnmediziner mit ihrem Zahnstocher 2, perfekter Wechsel, stylisch. Mal schauen, ob sie gewinnen werden. Willst du vielleicht auch bei dem Stocherkahnrennen mitmachen oder vielleicht nur zuschauen oder herausfinden, warum Lebertran hier so eine wichtige Rolle spielt? All das und viel mehr in diesem Video. In der Universitätsstadt Tübingen findet seit vielen Jahren das Stocherkahnrennen statt. Es wird von sehr vielen Leuten besucht. Du solltest es auf jeden Fall auch besuchen. Allerdings ist es wichtig, rechtzeitig hier zu sein, um einen guten Platz am Wasser zu ergattern. Vielleicht am Wasserrand sitzen und picknicken. Natürlich gibt es auch einen Stocherkahn-Kostümwettbewerb, denn das beste Kostüm gewinnt, und zwar ein Spanferkel. Die besten Plätze sind auf der Neckarbrücke und entlang der Neckarinsel, direkt am Wasser. In zweiter oder dritter Reihe sieht man relativ schlecht. Falls du Connections hast oder viel Geld zahlen möchtest, lohnt es sich natürlich, mit einem Boot oder einem Stocherkahn auf dem Neckar zu sein. Aber Achtung, auch der Fluss ist wahnsinnig voll. Nicht nur ein Land wimmelt es von Menschen. Natürlich könntest du auch mitmachen, denn es gibt Preise zu gewinnen. Und zwar ein Wanderpokal, ein Fass Bier und für die beste Verkleidung ein Spanferkel. Allerdings will man nicht der Verlierer sein, denn pro Person müssen ein halber Liter Lebertran getrunken werden und das öffentlich. Und hier kommt das erste Team. Sie haben sich eindeutig abgesetzt von den anderen. Aber als nächstes werden die verschiedenen Felder aufeinandertreffen. Das Rennen führt um die Tübinger Neckarinsel und ist etwa 2,5 Kilometer lang. Der Wendepunkt ist das sogenannte Nadelöhr. Dies befindet sich direkt zwischen Neckarinsel und der Neckarbrücke. Denn hier gibt es kein normales Rennmanöver. Man muss den Pfeiler zweimal umfahren. Das heißt, die ersten kreuzen sich mit denen dahinter. Und jeder muss paddeln und helfen, damit das Boot wieder in die richtige Richtung kommt. Ihr solltet das Boot gut beherrschen und nicht kentern, denn auch Havaristen müssen einen halben Liter Lebertran trinken. Im Nadelöhr kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Bootparteien. Sie rammen sich gegenseitig, verschiedene Leute müssen in eine andere Richtung und Boote werden abgedrängt oder an den Rand gedrückt. In jedem Fall sehr spannend zum Zuschauen. Das solltest du nicht verpassen. Das ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach auch der beste Platz zum Zuschauen. Das heißt, von einer Seite, wo man das Nadelöhr sehen kann, von der Brücke oder vom Rand der anderen Seiten, sieht man hervorragend das Nadelöhr. Sieht, wie die ganzen Boote hier zusammentreffen und die schnellen Strecken schaffen. Auf der Gerade sieht man eindeutig, welches Team schnell ist und welches Team perfekte Technik hat, denn sie überholen die anderen Gruppen hier. Das Rennen wurde 1956 das erste Mal ausgetragen und seitdem findet es in Tübingen statt. Die Tradition des Stocherkahnfahrens ist in Tübingen allerdings schon deutlich älter. Bereits im 16. Jahrhundert wurde auf dem Neckar Stocherkahn gefahren. Seit etwa dem 19. Jahrhundert kann man auch die freizeitliche Nutzung des Stocherkahns auf dem Neckar sehen. Davor wurden sie hauptsächlich für kommerzielle Zwecke verwendet. In England sind unter dem Begriff Punting ähnliche Stocherkahn-Traditionen bekannt. Zum Beispiel in Oxford und Cambridge werden diese abgehalten. Hier sieht man eine besondere Technik. Ein Mann an der Spitze, der mit den Händen paddelt. Natürlich ist auch Baywatch vertreten. Denn was würde man tun, ohne die ganzen lieben Helfer, die die Menschen wieder aus dem Wasser ziehen? Auch die Preisverleihung ist etwas Besonderes. Denn die heimlichen Gewinner sind die armen Gruppen, die den Lebertran trinken müssen. Aber nicht nur Lebertran, sondern auch Bier fließt und es wird gegrillt. Und wenn die Sonne scheint, genießen alle zusammen den schönen Sommertag. Etwa nach 20 Minuten erfolgt der Zieleinlauf. Das kommt aber immer auf das Jahr an. Am Ende kommen dann noch einzelne Nachzügler, die abgehängt wurden. Oder möglicherweise sind sie gekentert, haben ihr Boot wieder aufgerichtet und sind hinterhergefahren. Wenn du auch einmal Stocherkahn fahren möchtest, dann komm nach Tübingen. Buch dir eine Tour, besonders wenn kein Rennen ist. Sind diese Stocherkahn-Touren sehr ruhig und eine absolut entspannte, schöne Sache, um Tübingen zu erkunden. Nachdem die ganzen Menschenmassen weg sind, kommen auch die Enten wieder und es kehrt Ruhe ein auf der Neckarinsel.